Heute zeige ich euch, wie ihr diese coole Patchwork-Tasche aus euren Stoffresten zaubern könnt. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr diese coole und sehr, sehr süße Patchwork-Tasche nähen könnt. Es ist relativ einfach. Das Coole ist, dass ihr einfach einzelne Stücke von Stoffen, die ihr vielleicht schon zu Hause habt, nutzen könnt. Also einfach Reste nutzen könnt, denn die einzelnen Patchwork-Teile sind ja relativ klein. Nur für innen, die wird komplett verstürzt. Könnt ihr mal gucken, ob ihr noch genug von dem Oberstoff zum Beispiel da habt oder ob ihr ein separates Futter wählt. Ansonsten gibt es bei der Tasche einen Reißverschluss, auch das zeige ich euch Schritt für Schritt. So könnt ihr dann einfach mitmachen und pausiert einfach zwischendurch, wo ihr es braucht. Wiederholt dann auch so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Ich führe euch also hier, wie gesagt, Schritt für Schritt durch. Ja, die The Ava Bag ist auch gar nicht so schwer zu nähen, das habe ich gerade gesagt. Ich würde sagen, sie empfiehlt sich so für fortgeschrittene Anfänger und höhere Stufen, denn ein paar Teile sind ja schon zu nähen und da kann man dann relativ genau darauf achten, dass man auch die richtigen Teile trifft, denn dann wird es natürlich am schönsten und am saubersten. Aber wenn ihr hier alles befolgt, wie ich es euch vormache, dann sollte das auf jeden Fall klappen. Das Schnittmuster könnt ihr euch einfach über den Link in der Beschreibung unten runterladen und dann zum Beispiel ausdrucken und zusammenkleben oder als Papierschnittmuster bestellen und dann kann es gleich losgehen. Diese Variante hier ist halt eine Jeans-Variante. Der Stoff empfiehlt sich sehr, weil er eben schon so eine Grundstabilität mitbringt. Ihr könnt aber auch viele verschiedene andere Stoffe nutzen und die zum Beispiel noch mit einer Einlage bekleben. Heute mache ich zum Beispiel auch eine andere Variante. Ich bin mega gespannt, für was ihr euch entscheidet. Genau, bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte noch dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren YouTube-Kanal, denn dann können wir noch viele weitere Nähtutorials für euch zaubern und viele neue Schnittmusterkollektionen rausbringen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns einfach direkt starten und eine coole Ava Bag zaubern. Gut, wenn ihr dann alle Teile zugeschnitten habt, so häufig wie es auf eurem Schnittbild zu erkennen ist, dann platziert die Teile bitte nebeneinander, sodass sie zusammen euer schönes Patchwork-Muster ergeben. Das sieht bei mir dann beispielsweise so aus, alle rechten Stoffseiten liegen jetzt oben. Und ich orientiere mich jetzt an dem Plan, der auf eurem Schnittmuster zu sehen ist und auch in eurem E-Book oder Booklet abgebildet ist. Denn da erkennt ihr anhand der verschiedenen Linienarten, welche Nähte als erstes, als zweites und als drittes eben nacheinander geschlossen werden müssen, damit das Patchwork-Muster am Ende dann auch aufgeht. Die Teile, die dann zusammengenäht werden müssen, lege ich dann einfach rechts auf rechts und stecke sie mir dann mit Stecknadeln zusammen. Und dann schließe ich die Naht hier einmal von ganz links nach ganz rechts. Steckt dann bitte alle Teile, die als erstes geschlossen werden können, rechts auf rechts zusammen. Ich nähe dann mit einem Doppelsteppstich und einer Stichlänge von 2,5, verriegel am Anfang und am Ende meiner Naht und nähe mit einem Abstand von 1 cm zu meiner Kante rechts. Genauso verbinde ich jetzt alle Teile, die ich als erstes für mein Patchwork-Muster zusammensetzen kann. Dann zeige ich euch einmal das richtige Bügeln. Das folgt immer nach jeder Naht des Patchwork-Musters. Als erstes bügele ich die Naht einmal platt, dann von der linken Seite falte ich mir meine Nahtzugaben auseinander, bügel darüber, gerne auch mit Dampf. Und dann steppen wir die Nahtzugaben von der rechten Stoffseite aus, einmal immer 2 bis 3 mm entfernt vom Schatten der Naht, der gerade gefertigten Naht fest. Ich lege mir also die rechte Stoffseite nach oben unter meine Nähmaschine, verriegel dann am Anfang und am Ende innerhalb dieses Zentimeters Nahtzugabe, den wir da haben, sodass man die Verriegelung später nicht mehr sieht und nähe dann einmal möglichst gerade hier herüber. Denn diese Absteppung sieht man natürlich später dann auch bei unserem Patchwork-Muster. Das Ganze wiederhole ich dann auch auf der anderen Seite. Auch diesen Schritt werden wir immer nach dem Bügeln bei jedem Patchwork-Muster-Schritt wiederholen. Wenn ich dann die ersten Teile zusammengesetzt habe und bei Schritt 2 für das Patchwork-Muster weitermache, dann geht es genauso wie eben auch. Ich lege mir die entsprechenden Teile rechts auf rechts aufeinander, stecke mir die Strecke fest und schließe sie dann mit einer geraden Naht. Die Nahtzugaben haben wir ja bereits festgesteppt, weshalb sie auch
richtig liegen, wenn wir erneut darüber steppen. Ich nähe dann genauso wie zuvor und ihr merkt schon, dass sich diese Schritte immer wiederholen. Deshalb setzt jetzt bitte nach und nach alle eure Teile in der angegebenen Reihenfolge zusammen, sodass ihr 2 Seiten, die komplett gepatchworkt sind, für eure Tasche beisammen habt. Und denkt immer daran, die Teile erst in der richtigen Reihenfolge zusammenzustecken, dann zusammenzunähen, die Nahtzugaben dann zu bügeln und diese dann auch auf beiden Seiten abzusteppen. Dann benötigen wir die beiden Streifen für den Reißverschluss und legen diese auch rechts auf rechts aufeinander. Nehmt euch euren Reißverschluss dazu und markiert euch jetzt rechts und links auf euren Streifen mit ein bisschen Kreide die Position des ersten und letzten Zähnchens. Und zwar, wenn der Reißverschluss genau mittig auf dem Streifen angelegt wird. Das ist also hier und hier. Die Strecken rechts und links davon, also nur die ganz kurzen Strecken, die möchten wir nämlich jetzt schließen. Dafür legen wir die Teile rechts aufeinander, stecken uns rechts und links auch eine Stecknadel und nähen dann immer nur genau bis zu dieser Markierung. Ich stecke mir hier auch eine Quernadel als Orientierung. Also nähe von hier und ab hier. So, jetzt folgen die 2 kurzen Nähte. Ich fange ganz am Rand an zu nähen, bis hin zur ersten quergesteckten Stecknadel. An beiden Enden der Naht verriegel ich auch und mache das gleiche dann noch auf der anderen Seite bei dem anderen kurzen Stückchen. Dann bügeln wir die Naht, und zwar einmal hier von der linken Seite schön platt und dann falten wir uns auch wie vorhin beim Patchwork-Muster unsere Nahtzugaben einmal auseinander. Aber eben hier nicht nur diese kleinen Stücke rechts und links, die wir zusammengenäht haben, sondern auch jeweils 1 cm bei der Öffnung. Also die untere Streifenseite falte ich 1 cm hier Richtung meiner unteren Kante und oben falte ich sie eben nach oben, sodass überall auf der gesamten Länge des Streifens 1 cm umgeschlagen ist. Hier zwischen platzieren wir dann gleich unseren Reißverschluss. Ich bügele auch von rechts noch einmal darüber, damit diese beiden umgefalteten Kanten auch wirklich genau aneinander stoßen. Und so sollte das Ganze dann aussehen. Diese Schritte bereiten wir jetzt auch bei dem anderen Streifen vor, also für die Innentasche. Da setzen wir ebenfalls beide zusammen, genau wie wir es hier gemacht haben, und nehmen uns dann den ersten zusammengesetzten Streifen und unseren Reißverschluss zur Hand und platzieren den Reißverschluss dann genau hier zwischen unseren beiden Streifen. Genau dort, wo wir noch diese Öffnung gelassen haben. Die umgefaltete Kante sollte so einen Abstand von 1 bis 2 mm bis zu den Zähnchen haben. Steckt euch da dann jeweils ein paar Stecknadeln, provisorisch nur, denn wir stecken gleich von der anderen Seite noch den anderen Streifen dahinter. Je ordentlicher ihr das jetzt aber schon vorbereitet, desto besser wird es dann gleich. Dann dreht das ganze Teil gerne einmal um. Die linke Seite liegt jetzt oben, ihr seht den Reißverschluss komplett und wir platzieren den anderen zusammengesetzten Streifen. Das ist der ohne bebügelte Einlage, also für die Innentasche. Einmal genauso, wie wir es gerade gemacht haben, nur von der anderen Seite. Also die rechte schöne Stoffseite zeigt jetzt ebenfalls zu der äußeren Seite. Und wir lösen nochmal unsere Stecknadeln kurz und stecken sie jetzt durch die Lagen von unserem oberen Streifen, durch den Reißverschluss und durch die unteren zusammengefalteten Lagen von unserem Streifen. Die liegen also auch knapp von den Zähnchen entfernt und werden hier einfach mit festgesteckt. Wenn dann alle Lagen befestigt sind, dann werden wir jetzt gleich einmal hier die obere und die untere Seite von unserem Reißverschluss annähen. Dazu benötigen wir einen Reißverschlussnähfuß, der könnte so aussehen. Setzt den jetzt bitte bei eurer Nähmaschine ein. Und zwar so, dass jetzt auf der linken Seite unsere Nadel also ganz knapp an der Kante vom Reißverschluss arbeiten kann. Und dann fangen wir mit der ersten Seite an. Wir beginnen jetzt auf der Höhe von unseren ersten Zähnchen, also hier der oberen Kante von unserem Reißverschluss, und steppen auch wieder von der umgefalteten Kante 1 bis 2
Millimeter entfernt. Das heißt, möglichst nah daran platzieren wir jetzt unsere Nadel. Ihr werdet merken, am besten geht das, wenn ihr den Reißverschluss einmal öffnet, denn dann ist hier euer Schieber nicht im Weg. Führt dann auch gerne mit dem Handrad eure Nadel in die erste Position, damit ihr seht, wie nah ihr rankommt mit eurem Reißverschlussfüßchen. Senkt dann den Nähfuß und fangt an zu nähen. Wir verriegeln und beim Nähen achten wir darauf, dass wir jetzt beide Kanten, auch wenn wir die Stecknadeln lösen, die wir da ja so schön festgesteckt hatten, treffen. Also oben die umgeschlagene Kante und unten auch die umgeschlagene Stoffkante. Und dann nähen wir jetzt einfach alle Lagen einmal aufeinander. Entfernt nach und nach die Stecknadeln, macht das recht langsam. Und wenn ihr zum Ende kommt, dann hebt einmal den Nähfuß an, aber lasst die Nadel stecken, schiebt den Schieber nach oben, sodass der auch unten nicht im Weg ist und näht dann weiter bis zum Reißverschlussende. Genau das gleiche machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Wir beginnen hier am Reißverschlussende und arbeiten uns bis zum Anfang. Der Abstand ist der gleiche wie eben, verriegelt am Anfang und am Ende und schiebt euren Schieber, wenn er im Weg ist, einfach zur anderen Seite. Lasst dabei die Nadel im Stoff stecken und hebt nur den Nähfuß. Als nächstes möchten wir unseren Reißverschluss mit dem Streifen an unseren Träger nähen und dafür bereiten wir den Träger jetzt vor. Wir legen beide Schnittteile für unseren Träger jetzt rechts aufeinander und stecken dabei die beiden langen Seiten mit ein paar Stecknadeln fest. Diese beiden Strecken werden wir jetzt als nächstes schließen. Wir nähen wieder mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter und verriegeln am Anfang und am Ende. Um unseren Träger gleich gut wenden zu können, werden wir jetzt die Nahtzugaben einmal kürzen, und zwar mindestens auf die Hälfte. Lasst am besten nur so 2-3 mm überstehen und schneidet die Nahtzugaben sonst komplett zurück. Dann können wir den Träger wenden. Wir fangen an einer Seite an, ihn einfach umzustülpen. Ihr könnt dazu ein Wendewerkzeug nutzen oder ihr geht einfach immer mit einem Finger quasi in den Tunnel unseres Trägers und stülpt ihn dann immer weiter um, Zentimeter für Zentimeter, bis er komplett umgekrempelt ist. Wenn das geschafft ist, dann wollen wir ihn als nächstes einmal platt bügeln. Die beiden Nähte, die wir eben gefertigt haben, sollen genau an den Seiten liegen. Das heißt, ich platziere mir das jetzt schön auf meinem Bügelbrett und bügel dann mit Dampf richtig scharf über den Träger, damit der ganz platt ist und auch bei den Nähten kein Stoff verschluckt wird. Und um ihn noch fertigzustellen, steppen wir ihn jetzt auch noch einmal oben und unten von der rechten Seite aus ab. Auch hier nähen wir wieder 2 bis 3 mm von der Kante entfernt, also relativ knappkantig. Von ganz oben bis nach ganz unten, und die Verriegelung sollte hier auch wieder im ersten und im letzten Zentimeter stattfinden, damit man die später wieder nicht sieht. Dann können wir uns jetzt unseren Streifen mit dem eingenähten Reißverschluss dazu nehmen und unseren Träger und diese so aufeinander legen, dass die Trägerseite, die wir später außen haben möchten, jetzt nach oben zeigt. Dann legen wir den Träger einmal mittig darauf, rechts und links bleibt noch Nahtzugabe über, und stecken ihn dann, Achtung, nur auf die obere Streifenseite. Also nicht dieses Mal durch beide Lagen durch, sondern immer nur auf diesen oberen Reißverschlussstreifen. Und diese kurze Strecke, die möchten wir jetzt gleich auf beiden Seiten schließen, also einmal hier runternähen und auf der anderen Seite auch einmal hier. So sieht das dann jetzt aus. Man sieht also, dass wir die Seite bei dem Streifen jetzt als erstes schön verarbeiten. Die andere Seite folgt dann später. Aber bevor wir das Ganze zusammennähen, können wir uns noch unseren Boden dazu nehmen und diesen rechts auf unseren Träger legen. Dann werden wir gleich wieder 3 Lagen hier gemeinsam schließen.
Wir haben jetzt also ganz unten unseren oberen Reißverschlussstreifen liegen, darauf dann unseren Träger mit der rechten Stoffseite, also die später außen sein soll, oben und darauf rechts auf rechts gelegt unseren Boden, und zwar auch den, der später außen ist. Der ist bei euch mit Einlage beklebt. Und den werden wir jetzt mit der gleichen Stecknadel rechts und links einmal feststecken, sodass wir dann hier eben durch diese 3 Lagen nähen können, rechts und links. Die andere Streifenseite von unserem Reißverschluss bleibt jetzt erstmal wieder komplett außen vor. Ich zeige es hier nochmal. Die untere Seite, die klappen wir uns jetzt komplett weg. Die möchten wir nicht mit einnähen, sondern nur die 3 aufeinander gesteckten. Da fangen wir jetzt oben an zu nähen, verriegeln und nähen dann einmal gerade runter. Achtung, da wird es jetzt etwas dicker, weil es eben mehr Schichten sind. Also wenn euer Transporteur das nicht von alleine schafft, dann helft ein bisschen nach. Und macht das gleiche dann bitte auf der anderen Seite auch noch. Was wir dann jetzt bisher haben, ist unser Reißverschluss mit angesetztem Träger und angesetztem Boden. Der Träger ist also jetzt schon komplett hier verstürzt und von beiden Seiten schön. Als nächstes können wir uns dann unsere Patchwork-Taschenseite dazu nehmen und diese dann rechts auf rechts hier sowohl auf den Reißverschlussstreifen, den oberen und nur den oberen, als auch unseren Boden nähen. Orientiert euch da gerne an den Knipsen und steckt als erstes die obere Kante eurer Tasche rechts auf den Reißverschlussstreifen. Die Ecke wird hier genau, gerne auch mit einer Quernadel, auf die Naht, die wir da genäht haben, von Reißverschlussstreifen und Boden gesteckt. Da habt ihr auch noch genau 1 cm Nahtzugaben über und auch nur den solltet ihr treffen. Also näht bitte gleich nicht auf den Träger, sondern genau daneben. Dann steckt euch auch gerne die Mitte zusammen und die andere Ecke. Und das ist die erste Seite, die wir gleich zusammennähen. Wir nähen also von links nach rechts hier rüber. Wenn wir dann dort angekommen sind, 1 cm vor der Kante unserer Nahtzugabe, werden wir uns dann unser Patchwork-Seitenteil drehen, entlang des Bodens annähen, immer noch rechts auf rechts, immer weiter, bis wir genau dort angekommen sind, wo wir eben an der oberen Kante angefangen haben. Achtet vor dem Losnähen noch darauf, dass ihr auch hier wieder die Streifenseite vom Reißverschluss, die später innen sitzen soll, nicht mit einfasst, also klappt sie gut weg und platziert dann eure Nadel 1 cm entfernt von der Kante. Dort geht es los, genau dort, wo auch die Naht ist, wo der Boden angesetzt wird. Und dann nähen wir entlang der oberen Kante im Abstand von 1 cm nach rechts einmal das Seitenteil darauf und auch hier bis 1 cm vor der Kante, also genau dort, wo auch hier wieder die Naht sitzt. Dann lassen wir die Nadel stecken, heben unseren Nähfuß, drehen unser Seitenteil in die nächste Richtung, sodass die runde Seite von unserem Seitenteil genau mit der offenen Kante unseres Bodenschnittteils abschließt. Dann senken wir den Nähfuß wieder und nähen weiter in die nächste Richtung. Beim Nähen werden wir jetzt immer die Rundung von unserem Seitenteil an den Boden legen, sodass diese die ganze Zeit über gemeinsam auf einer Höhe liegen. Guckt, dass ihr bitte keins der Teile ausdehnt, sondern die genau ihre Spannung behalten, sodass diese auch gleich, wenn wir wieder dort ankommen, wo wir angefangen haben, gleich lang sind und gleichzeitig enden. Das ist jetzt hier der Fall. Ich beende jetzt meine Naht genau dort, wo ich eben angefangen habe und laufe da jetzt im rechten Winkel zu ein und verriegele dort. So sieht das Ganze dann aus, wenn das eine Seitenteil komplett angenäht ist, also ringsherum. Hier unten an der Rundung trifft es an den Boden und diese Rundung möchten wir jetzt einschneiden, die Nahtzugaben bis hin zur Naht. Setzt da also in einem Abstand von immer so einem maximal halben Zentimeter kleine Einschnitte und das entlang der gesamten Rundung. Wenn wir die Tasche dann nämlich später wenden, dann legt sich diese Stelle mit der Rundung viel schöner, als wenn wir sie nicht eingeschnitten hätten. Als nächstes wollen wir dann noch die Nahtzugabe hier oben an der Ecke
abschneiden, schräg. Nicht in die Naht einschneiden, sondern wirklich nur die Nahtzugabe. Einmal diagonal abschneiden. Und auf der anderen Seite, also in Richtung des Reißverschlussstreifens, da schneiden wir einmal die Ecke ein. Genau bis zu der Naht. Im vorderen Teil also ab, im hinteren Teil nur einschneiden. So sieht das dann aus. Auch das hilft uns gleich beim Wenden. Macht das Ganze dann an der anderen Ecke auch noch. Und genau diese Schritte, die wir jetzt gerade gemacht haben, um das Seitenteil anzunähen, die wiederholen wir auch noch für das andere Seitenteil. Wichtig ist, dass ihr vorher einmal den Reißverschluss öffnet, denn die Öffnung brauchen wir dann später, um die Tasche zu wenden. Apropos wenden, wir können die erste Seite jetzt schon einmal hier komplett umklappen. Zieht gerne etwas an dem Träger, um die Ecke auch schön auszuformen. Und wir werden jetzt den Boden noch einmal absteppen. Die Nahtzugaben werden wir dafür immer in Richtung des Bodens legen und diese dann auf dem Boden annähen. Näht jetzt auch wieder in einem Abstand von 2-3 mm zu eurer Naht, die wir gerade gemacht haben. Also wir nähen jetzt genau hier einmal entlang der gesamten Rundung. Legt euch die Tasche so unter den Nähfuß, dass ihr möglichst weit oben hier an die Ecke drankommt. Legt dann die Nahtzugaben in Richtung des Bodens, also hier nach rechts. Und steppt dann rechts vom Schatten der Naht, der Bodenansatznaht, von ganz oben hier aus der Ecke, wo wir auch verriegeln, einmal ringsherum bis zur nächsten Ecke, wo der Reißverschlussstreifen dann wieder angesetzt wird. Näht hier auch möglichst hoch bis in die Ecke. Wie gesagt, öffnet dann bitte einmal euren Reißverschluss und näht die andere Seite der Tasche noch genauso an. Dann sieht das Ganze so aus. Von der äußeren Seite betrachtet haben wir jetzt schon quasi eine fertige Tasche, aber jetzt geht es noch an die Futterverarbeitung. Ihr habt jetzt hier den inneren Streifen von eurem Reißverschluss, also der zum Futterbeutel hin zeigt. Und dort werden wir jetzt einmal rechts auf rechts unseren Boden vom Futterbeutel annähen. Genauso wie wir es vorher auch gemacht haben bei dem Boden von unserer äußeren Tasche, stecken wir jetzt einfach hier die kurzen Seiten einmal aufeinander, auf beiden Seiten und nähen hier einmal rüber. Achtet darauf, dass ihr den Boden nicht verdreht ansteckt. Auch auf der anderen Seite sollte er rechts auf rechts liegen. Und jetzt schließen wir einmal beide kurzen Seiten. Jetzt haben wir dann also den Reißverschlussstreifen hier und den Boden aufeinander genäht. Dann können wir uns noch die inneren Seitenteile vorbereiten. Auf das eine nähen wir ja auch noch eine kleine Innentasche und die bereiten wir als erstes vor. Wir bügeln von der einen langen Seite 1 cm zur linken Stoffseite um und schlagen diesen dann ein weiteres Mal um. Ebenfalls um 1 cm. Die Kante stecken wir fest und nähen hier einmal gerade rüber. Dabei nähen wir knappkantig von der umgeschlagenen Kante entfernt, also nur 1 bis 2 mm von diesem Umschlag. Anschließend können wir dann alle 3 restlichen Kanten von unserem kleinen Innentäschchen umschlagen zur linken Stoffseite und das jeweils um 1 cm. Wenn wir die dann umgeschlagen haben, bügeln wir einmal scharf über alle der 3 Kanten. Dann positioniert eure Innentasche auf eurem Seitenteil von der inneren Tasche. Da habt ihr hier auch Markierungen, genau dort lege ich die Innentasche an. Mit der Ecke und der umgeschlagenen Kante und stecke mir jetzt diese Innentasche einmal an den 3 Seiten fest auf mein Seitenteil vom Futterbeutel. Übrigens schreibt uns doch auch super gerne mal in den Kommentaren, für welche Farb- oder Musterkombination ihr euch entschieden habt. Wir freuen uns immer riesig von euch zu lesen und eure Teile auch zu sehen. Also wenn ihr was auf Social Media postet, dann taggt uns doch gerne unter juliana-matthäus_official und nutzt auch den Hashtag juliana-matthäus_on_me. Und dann steppen wir einmal hier ringsherum die Tasche auf, außer an der oberen Kante, die soll natürlich offen bleiben.
einmal bis zur Ecke. Dort lassen wir unsere Nadel stecken, heben unseren Nähfuß, drehen den Taschenbeutel in die nächste Richtung, steppen dann die untere Ecke an. Auch hier genau in der Spitze lassen wir wieder die Nadel stecken, heben den Nähfuß, drehen das Ganze weiter und nähen dann einmal bis zur oberen Kante. Das Ganze machen wir knappkantig, also nur 1 bis 2 mm von der umgeschlagenen Innentaschenkante entfernt. Dann habt ihr auf eurem Schnittmuster noch eine gestrichelte Linie. Das ist die Absteppung auf der Tasche. Die nehmen wir als nächstes vor. Von ganz oben, wo der Tascheneingriff ist, nähen wir einmal gerade runter bis zum Ende dieses Beutels. Denn dann teilen wir diesen kleinen Innenbeutel nochmal in 2 Hälften. Perfekt. Jetzt nähen wir noch unsere beiden Seitenteile von unserem Futterbeutel an. Und das machen wir genauso, wie wir es auch mit den äußeren Teilen gemacht haben. Holt euch einmal den Boden dafür hier aus eurem Reißverschluss raus. Und auch die Reißverschlussstreifen brauchen wir dafür. Ihr seht, es ergibt sich das gleiche Muster, denn unser Seitenteil wird jetzt wieder ebenfalls an den Reißverschlussstreifen genäht, nur eben vom Inneren, also Futterbeutel, und an den Boden gleichzeitig ringsherum. Beginnt gerne wieder an der oberen Seite bei dem Reißverschlussstreifen und legt jetzt euren Futterbeutel rechts auf den Streifen von dem Reißverschluss, der noch die offene Kante hat. Also beide offenen Kanten liegen jetzt genau aufeinander. Und wir stecken jetzt auch hier als erstes eben die obere Seite von der Ecke links von unserem Beutel. Die wird wieder genau auf die Naht gelegt, wo hier der Boden und der Reißverschlussstreifen für unsere Futtertasche zusammengesetzt sind. Und das auf beiden Seiten. Diese gesamte Strecke stecken wir uns jetzt einmal und das ist auch die erste, die wir dann gleich wieder schließen, bevor es dann wieder erneut in die Rundung geht, um auch den Boden anzunähen. Wir beginnen jetzt hier in der Ecke wieder 1 cm von der Kante entfernt zu nähen, lassen dann unsere Nadel gleich wieder stecken und nähen dann hier die Rundung einmal entlang des Bodenteils. Wir beginnen also an der einen Ecke und senken unsere Nadel so, dass sie genau in den Schatten der Naht einsticht. Und nähen dann in einem Abstand von 1 cm zur Kante die obere Seite von unserem Futterbeutel einmal auf den Reißverschlussstreifen und auch hier wieder nur auf den Streifen, den wir hier erwischen möchten, also den, der später innen liegt, aus eurem inneren Material, zum Beispiel dem Futtermaterial. Wenn ihr euch der Ecke nähert, dann bleibt die Nadel wieder genau im Schatten der Naht. Dort stecken von Reißverschlussteil und Boden. Wir heben den Nähfuß, drehen dann unser Seitenteil hier von der Innentasche, so dass die offenen Kanten, das ist die Runde vom Seitenteil und die offene Kante vom Boden, genau aufeinander liegen und miteinander abschließen. Senken den Nähfuß dann wieder und nähen in die nächste Richtung weiter. Und wie zuvor auch bei dem äußeren Teil von unserer Tasche möchten wir hier keins der Teile irgendwie zu sehr ausdehnen, sodass die Strecken auch genau gleich lang bleiben. Und wir nähen dann wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm ringsherum, bis wir an der oberen Seite wieder ankommen. Orientiert euch auch hier gerne wieder an den Knipsen. Wenn die Seite angenäht ist, dann gehen wir mit den Nahtzugaben um, wie bei der äußeren Tasche auch. Also an allen runden Stellen schneiden wir sie ein bis zur Naht und die Ecke hier schneiden wir einmal ab und auf der anderen Seite auch ein bis zur Ecke. Dann können wir auch das Teil schon einmal umdrehen. Und sehen, jetzt braucht es hier nur noch das andere Seitenteil. Das nähen wir genauso an, also auch wieder auf den Reißverschlussstreifen, nur diesmal auf die andere Seite, die einzige, die noch offen ist.
und auch auf die offene Seite des Bodens. Wichtig ist, das unterscheidet sich jetzt zu der Seite, die wir eben gemacht haben, dass wir bei der unteren Kante, wenn wir hier ringsherum nähen, noch ungefähr eine Wendeöffnung von so 12 cm lassen, denn die brauchen wir, um die ganze Tasche dann später dort durchzuwenden. Ansonsten nähen wir ganz genauso wie gerade, also erst die obere Kante fest bis zur Ecke und dann hier komplett der Rundung entlang. Aber bitte daran denken, dass ihr eben diese Wendeöffnung lasst. Also ihr verriegelt an der einen Stelle, lasst dann hier eine kleine Öffnung und näht dann einmal neu los und verriegelt 12 cm davon entfernt. Dann als nächstes wieder die Nahtzugaben einschneiden bis kurz vor die Naht, auch die Ecken, und dann brauchen wir diese Öffnung, um unsere Tasche zu wenden. Das machen wir also jetzt, krempelt die Tasche einmal komplett auf die andere Seite, formt sie dann schön aus, hier besonders was die Rundungen angeht, und holt euch dann einmal den Futterbeutel hier durch den Reißverschluss nach außen, denn da haben wir ja noch diese kleine Öffnung, die wir noch schließen möchten. Wir falten da jetzt einfach 1 cm Nahtzugabe in das Innere unserer Futtertasche und stecken dann die umgefalteten Kanten einmal aufeinander. Dann nähen wir einmal knappkantig hier rüber und schließen die Öffnung. Das war die letzte Naht. Die sieht dann so aus. Wenn ihr die gar nicht sehen möchtet, dann habt ihr auch die Alternative, dieses Stück, was noch offen geblieben ist beim Beutel, mit einer Handnaht zu nähen. Das ist euch überlassen. Näht gerne noch ein Stoffetikett ein und dann habt ihr es geschafft. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mich würde es mega interessieren, welche Stoffe ihr euch entschieden habt und welche Kombinationen ihr mit dem Patchwork-Muster daraus gezaubert habt. Teilt auch super gerne eure Resultate mit uns auf Social Media. Unter juliana_matthäus_ findet ihr uns auf Instagram. Hashtag könnt ihr sehr gerne den juliana_matthäus_on_me Hashtag verwenden. Wir freuen uns wirklich immer riesig, eure Resultate zu sehen und generell von euch zu hören. Schreibt uns auch gerne euer Feedback in die Kommentare. Wir probieren immer die möglichst einfachsten und spaßigsten Anleitungen zu machen. Und dann freue ich mich aufs nächste gemeinsame Nähen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem The Buckethead Schnittmuster? Wenn ihr noch ein bisschen mehr Stoff über habt, zum Beispiel von der Tasche, könnt ihr euch noch ein Matching Head dazu machen. Würde bestimmt ganz süß zusammen aussehen. Also fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.